Julia und es ist mal wieder Zeit für ein neues Video. Ja, jetzt habe ich lange Zeit irgendwie auf mich warten lassen, weil ja Besuch, Haruyasumi überhaupt, Hanami ultimativ und ich habe so wahnsinnig viel Videomaterial, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wohin damit. Aber hier in diesem Video wollte ich eigentlich mal so ein bisschen auf eines der interessanten Themen eingehen, und zwar Fotostudios und Conventions in Japan. Boah, das große Mysterium. Ich war jetzt in der Zwischenzeit auf der Harukomi, die habe ich besucht. Dann war ich in Edomura auf einem Cosplay-Event. Danach auf der Anime Japan. Och. Oh. Erinnerungen. Oh. Ja. Genau. War ich da noch drauf ein? Ah ja, genau. Nee, also convention-technisch war es das. Vor allem jetzt ist demnächst Super Comi. Ich weiß aber nicht, ob ich da hingehen werde. Schauen wir mal. Genau, und danach war ich das erste Mal in Haku Stadium und oh mein Gott, ich habe Blut geleckt. Cosplay Studios for the win in Japan, also ganz ehrlich. Genau, kommen wir jetzt aber erstmal zu den Conventions. Auf der Harukomi selbst habe ich nicht gecosplayt, ich wollte mir das alles erstmal anschauen. Mein Problem ist ja auch immer, wenn ich cosplaye, ich trage niemals eine Brille, so wie jetzt auch gerade, ja, weil Spiegelung. Das heißt, ich sehe eigentlich nie was beim Cosplay. Ich bin blind wie ein Fisch und ich habe -3 Dioptrien, das heißt, ich sehe jetzt auch schon zum Beispiel meine Kamera unscharf und ja, bin damit ein bisschen gestraft. Egal. Deswegen war ich da zivil, habe aber trotzdem mal gesehen, wie das alles abläuft. Harukomi ist an sich schon lohnenswert im Cosplay, auf jeden Fall. Es gibt immer separate Schlangen, man muss extra blechen als Cosplayer, da du ja auch für die Umkleide bezahlst. Es ist anders als in Deutschland, wo du in den öffentlichen Verkehrsmitteln mit deinem großen Reifrock dich durchpresst. In Japan ist das nicht erlaubt. Das kannst du natürlich machen, keiner würde etwas sagen, aber es ist dennoch ungern gesehen. Sollte man also vermeiden. Du solltest dich also dementsprechend mit einem Koffer wappnen und auf der Convention direkt anziehen. Genau, das wäre am besten. Harukomi ist an sich echt okay. Also ich habe dort viele Cosplayer gesehen. Ich war auch dort nur in der Tokugambo-Ecke. Oh mein Gott, sie waren alle so wunderschön und oh mein Gott, ja, echt toll. Anime Japan hingegen, es war nur ein kleines Mini-Cosplay-Eck und es war wahnsinnig voll. Es hat geregnet, man musste stundenlang anstehen. Ich weiß nicht, wie es bei den Cosplayern war, auf jeden Fall auch separater Eingang für Cosplayer. Genau, ich war halt auch wieder zivil da und es ist einfach voll. Es ist einfach nur wahnsinnig voll. Also so stelle ich mir eigentlich die Comic-Cat vor. Also das war Boom. Boom-Explosion an Menschen. Also ich habe an diesem Tag so viele Menschen berührt, oh Gott, also es war wirklich wahnsinnig voll.
Und da gab es auch nur minimal Platz für Cosplayer. Es war so gesehen nicht direkt für Cosplayer ausgelegt, das hat man schon gemerkt. Auch weil es wirklich ein internationales Event war. Auf der Webseite selbst waren auch sogar die ganzen Anweisungen auf Englisch verfasst, was mich sehr gewundert hat, weil eigentlich alles immer komplett nur auf Japanisch zu finden ist. Ja, genau, so viel dazu. Also Anime Japan würde ich nicht cosplayen. Würde sich nicht lohnen. Nein. Und zu eng und es muss nicht sein, dass irgendein Cosplay-Teil kaputt geht. Also dafür habe ich eigentlich immer am meisten Angst. Ja, nicht, dass man reparieren könnte, aber ja, man weiß ja, wie man drauf ist, wenn etwas kaputt geht. Genau, in Idumura, das Event war echt verdammt cool. Man wurde halt in so ein separates Gebäude geleitet und hatte da wahnsinnig viel Platz so auf Tatami-Matten und dann mit riesigen Spiegeln und da waren halt auch Topendampo-Cosplayer und bla und jeder hat sich eigentlich fertig gemacht und es hat auch jemandem was weggeguckt, also die scheren sich direkt, ob du dich da direkt umziehst und bla, es stört niemanden und die sind da so locker und das ist total klasse und genau. In Idumura selbst konnte man halt rumlaufen und Fotos machen. Klar, natürlich auf die ganzen anderen Besucher auch Acht nehmen, aber an sich, also total super. Es war richtig, richtig toll. Und ja, sowas kann ich echt nur empfehlen. Es bockt übelst, es ist total klasse. Genau, und jetzt mein neuestes Erlebnis, mein frischstes, ist halt einfach Haku Stadium. Ich habe halt schon wahnsinnig viel davon gehört vorher. Und habe es mir auch auf der Website angeschaut und dachte mir, wow, cool. Aber es ist natürlich immer etwas anderes, wenn man direkt da ist. Und Halleluja, also es ist echt wirklich cool. Man kann halt verschiedene Zeiträume auswählen. Entweder, also der kürzeste Zeitraum sind halt 5 Stunden oder halt 10 Stunden. Oder halt, ja, wie gesagt, also ein ganzes Tagesticket. Man kriegt dann halt so eine wunderschöne kleine Karte, so eine richtig hübsche Members Card und kann dann eigentlich den ganzen Tag von Set zu Set hüpfen und das ist richtig cool. Ich habe es auch gefilmt, auch nicht die meiste Zeit eigentlich mit Foto, Posen, bla und Lichtstab halten beschäftigt war. Aber dass man so ein bisschen Einblick kriegt, das ist richtig cool, es ist ganz toll. Klar, natürlich muss man auch immer ein bisschen auf die anderen Rücksicht nehmen, man darf nicht zu lange an einem Set verweilen. Wir hatten an dem Tag wahnsinniges Glück, da es unter der Woche war. Und wir wollten dann unbedingt die Stage haben, weil wir halt die Idol-Outfits von Topendampo gemacht haben, aus dem Musical Liebe. Und wir hatten irgendwie den halben Tag irgendwie die Stage für uns, das war richtig toll. Aber klar, man muss immer sozial sein und immer gucken, wartet jemand oder wie schaut's aus und genau. Genau, und Haku Stadium selbst, du kannst eigentlich den kompletten Tag da verbringen, es gibt Essen, es gibt alles, es gibt Toiletten, es ist total sauber alles und schön. Also wie gesagt, ich habe es ja in einem nicht vollen Zustand erlebt. Ich will nicht wissen, wie es zum Beispiel an einem Feiertag oder so ist. Keine Ahnung, da steppt bestimmt der Papst. Ja, nee, es ist richtig, richtig, richtig cool und empfehlenswert. Und auch preislich echt in Ordnung. Es ist nicht allzu teuer, wie zum Beispiel in Deutschland, wo es ja eigentlich an sich kaum irgendwelche Cosplay geeigneten Fotostudios gibt. Genau, also auf jeden Fall total empfehlenswert und liebe und ich muss noch andere Fotostudios hier ausmachen. Es gibt Booty Stadium, Booty Studio oder wie das heißt, das ist irgendwo anders, das soll wesentlich größer sein. Haku Stadium war lustigerweise in einem Einkaufszentrum. Man kam also rein, hat eigentlich gar nicht den Anschein, als wäre man richtig am richtigen Ort. War man aber. Man muss sich vorstellen, ein riesiges, komplett, eine Mall und ich glaube im 3. Stockwerk gab es dann halt, ja, das Haku Stadium. Auf einer Etage verteilt aber ein riesiges, sagen wir mal, Gelände und richtig cool. Und für den Fall, so wie es mir ging, wenn die Speicherkarte doch schnell zu voll wird, gab es gleich daneben einen Elektroladen, wo man dann einen USB-Stick oder eine neue Speicherkarte kaufen konnte. Richtig super. Ja, nee, also da muss ich echt sagen, also ich bin da wirklich jetzt totaler Verfechter von Cosplay-Studios. Ich weiß jetzt auch, warum die alle so super tolle Fotos hinkriegen und es wundert mich gar nichts mehr. Und es ist total klasse und ja, ich möchte da ganz oft hin, das ist ganz toll. Es ist nur immer so tragisch, weil ich halt keine Fotografen hier so kenne, bis auf einen jetzt. Das ist immer ein bisschen schwer, aber ansonsten, meine Güte, alles braucht Zeit und ja, meine Güte, passt schon. Wie gesagt, Cosplay Studios, Daumen hoch. Super toll, richtig klasse.
klasse. Und ja. Und Anime Japan, wie gesagt, wenn ihr es euch geben wollt, tut es ruhig. Es ist ja mal eine Erfahrung wert, aber es ist jetzt zum Beispiel keine Convention, wo ich sagen würde, oh mein Gott, ich muss unbedingt dahin, sonst fällt mein Apfel ab oder irgendwas. Also das eher nicht. Genau, so viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen kleinen Eindruck geben. Wenn ihr Fragen habt, immer fragen, ne? Twitter, wisst ihr, weißt ihr Bescheid. Und haut rein. Oh mein Gott, das ist hier so toll. Das ist so awesome. Weil da sind erfahrungsgemäß meist auch nicht so viele Menschen drin, oder? Wo denn? In der Ecke? Denkst du? Ja, natürlich finde ich. Der Kaschu, hallo! Kaschu! Kaschu mit der Oppes. Ja, wir sind eben aus der Schwertschmiede geschlüpft. Wir werden geschippt, schippen uns. Ja, die schippen uns. Ja, ich meine, wir haben ja auch Doppelgänger hier, die hier rumlaufen. Ine. Oh, vor allem, ja, woher kommt ihr? Deutschland. Oh mein Gott. Oh Gott. Hyperventilierung. Ah, da. Da guck ich. Ah, sieht man hier nicht so viel. Okay. Na ja, klar, weil wir Fotos machen wollen, dann voll ins Gesicht. Das glaube ich dir. Weil jetzt ist doch ein bisschen frisch. Ey, Wir können klettern. Da können wir rein und Training machen in unserem Cosplay. Nein, wie geil. Echten Schwertern. Das ist wirklich verdammt. Aber es sieht nicht so aus. Aber hier dachte ich, kann man für Fotos machen. Das ist cool eigentlich, weil man so echt schon abgelegt. Aber es ist so cool mit den Actern hier und alles. Das ist so geil. Schon mir Nagellack. Er ist total verschwommen. Aber gut. Da sind auch schon genug von mir drin, weil ich bin noch gar nicht drauf. Ich habe eine komische fremde Pikudu. Warte, ich laufe vor dir. Warte nicht. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute befinden wir uns in einem wunderschönen kleinen Village irgendwo unter den Bergen und in den Bergen. Ja, wir haben heute schon Fotosession hinter uns und nun geht es ins Umziehen. Und es ist gerade, ich habe ein bisschen Angst, wie du läufst. Daijoubu. Und wir wurden angefangirlt von wahnsinnig vielen Japanerinnen und es ist so süß. Und es ist einfach toll hier und sagen wir so, mir werden gerade so tolle Sachen hier überall gezeigt und das ist halt einfach wirklich top of the pops. Sag, wie toll die Angie ist, weil sie die tolle Sachen zeigt. Wisst ihr, die eine, dessen Name nicht genannt werden darf? Voldemort. Alter. Ja, die zeigt ganz tolle Sachen, das ist ganz schlimm, man will hier gar nicht weg. Und wir sind ganz schnell, wir sind so schnell. Wir sind so wahnsinnig schnell, es ist jetzt 12 Uhr irgendwas und wir haben bis 15 Uhr war es, ne? 15? 15? Hi. Ja, ne? Uhrzeit, wir sind irgendwie schnell. Jetzt zieht sich die Kleine nochmal flott um und dann geht's auch weiter. Das ist Okay, echt krass. ich kann dich aufhören, ich habe Angst. Ja, ja. Ja, unser Geburtsort. Aber ja jetzt nicht mehr. Sag mal, wo ist das Klo? Das Klo ist, glaube ich, da hinten. Wir suchen gerade das Klo. Ich dachte, mir ist es gerade so leer. Und man sieht hier was, deswegen finde ich noch ein bisschen was von dieser wunderschönen Stadt. Die man. Das ist, glaube ich, das Klo, oder? Das ist das Klo. Oh Gott, süß. Maiskolben. Wo könnten es hier Maiskolben geben? Gott, süß, da hinten ein Foto. Das ist hier echt verdammt cool. Dieses Geisterhaus. Wow. Nee, das ist mir zu creepy. Ist auch cool. Du wirst hier dafür bezahlt, dass du hier einfach rumschlenderst in alten Klamotten. Finde ich auch geil. Das ist echt der Job. Ja.